Ich bin Björn Bürger und ich singe die Rolle des Gaveston, dem Günstling, kann man sagen, des Königs Edward. Die Beziehung ist einerseits eine sehr körperliche, eine Liebesbeziehung eigentlich. Und Gaveston stellt im Prinzip so eine Art Fluchtpunkt oder Sehnsuchtsort dar, nach dem der König eben verlangt. Also in Gaveston findet der König eigentlich all das, was er in seiner bürgerlichen Beziehung nicht findet. Also es ist eine sehr wechselseitige Beziehung. Also Gaveston bekommt von Edward quasi Immunität, wird unantastbar. Auf der anderen Seite nützt er auch die Schwächen des Königs wiederum aus. Also wir haben große Momente des Handlesens. Also der König begibt sich wortwörtlich in die Hand Gavestons und Gaveston prophezeit ihm die Zukunft, liest ihm aus der Hand. Und die beiden sind eigentlich in einem Spannungsverhältnis. Es geht relativ häufig um Status. Wer ist der Superiore, wer der Inferiore? Und in diesem Spannungsverhältnis entspinnt sich eine intensive Liebesbeziehung, die so natürlich nicht tragbar ist, ganz klar. Aber in ihrer Art der Sichtweise des Lebens in einem, ich nenne es jetzt mal Elfenbeinturm oder einem goldenen Käfig, fühlen sich beide, glaube ich, wechselseitig unantastbar. Für Edward ist Gaveston eigentlich so eine Art Muse, kann man sagen. Also er und sein Partner frönen der hohen Künste, der Schönheit, des intellektuellen, aber auch wiederum leichten Lebens, ohne Rücksicht auf Verluste. Das heißt, was außerhalb der Mauern passiert, all die politischen Verpflichtungen, die eigentlich dem König obliegen, weist er völlig von sich, weil er eben in dieser Welt der schönen Künste in so einem Taumel durch den Alltag geht, ohne wirklich, also mit einer Art Scheuklappen, ohne wirklich zu sehen, was um ihn herum passiert und auch ohne irgendeine Motivation an den Tag zu legen, was denn da eigentlich mit dem Volk gerade passiert. Und Gaveston befeuert das, Gaveston genießt das und Gaveston profitiert natürlich unglaublich davon.